Konnichiwa, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind für 3 Wochen in Japan und schauen einmal, was dieses Land zu bieten hat. Also, let's go! Diese 3 Wochen werden wir folgendermaßen verbringen. Erst sind wir in Tokio für eine gewisse Zeit, anschließend in Kyoto, dann besuchen wir Osaka und zum Schluss sind wir nochmal in Tokio. Wir haben jede Menge vor, wir haben sehr viele Aussichtsplattformen, wir haben viel Kulturelles, das wir entdecken wollen und natürlich, was am allerwichtigsten ist, Essen. Wir haben so viel auf der Liste, was wir essen wollen. Wenn ihr das und vieles mehr nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den Kanal jetzt abonnieren und wir machen uns auf den Weg zur ersten Station. Let's go! Und die erste Station führt uns nach Shibuya, Tokio. Shibuya ist eine der lebhaftesten Gegenden der Stadt und durch Shibuya Crossing vermutlich auch eine der berühmtesten. Wir werden zunächst ein süßes Café besuchen und anschließend den Meiji-Schrein erkunden. Dieser Shinto-Schrein ist mit 34.000 Bewertungen bei Google vermutlich einer der bekanntesten Schreine der Stadt. Und für uns ist es der allererste Besuch dieser Art auf unserer Reise durch Japan. Nach diesem Abenteuer brauchen wir auf jeden Fall eine Stärkung und werden den Tag bei einer köstlichen Portion Ramen ausklingen lassen. Also, starten wir mal rein. Wir haben in Tokio schnell gelernt, uns vorher etwas genauer über unsere Ziele zu informieren. Daher haben wir für heute ein spezielles Café rausgesucht, und zwar die Cafe Roastery bei Nosy Coffee. Das Café liegt direkt in der prominenten Cat Street und hat einen interessanten Vintage-Look. Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Kaffeebohnen gab es auch richtig saftige Backen. Dabei lag ein Donut bei 450 Yen und einer der New York Rings bei 470 Yen, was jeweils ungefähr 3 Euro entspricht. Ein doppelter Espresso war allerdings etwas teurer mit 600 Yen, umgerechnet etwa 3,70 Euro. Als wir auf unsere Bestellung gewartet haben, konnten wir bereits spüren, dass der Kaffee hier nicht nur irgendein Heißgetränk ist. Bei der Zubereitung wurde auf das kleinste Detail geachtet. Das Kaffeemehl wurde auf den Milligramm genau abgewogen und anschließend in exakt 25 Sekunden extrahiert. Genau wie es im Barista-Kurs geschult wird. Wir haben uns hier für einen Iced Coffee, einen Cappuccino, einen Bagel und einen New York Ring entschieden. Insgesamt war es wirklich sehr entspannt und wir hatten einen stressfreien Start in den Tag. Die Getränke und Snacks hier waren einfach Premium, sodass wir auch in den kommenden Wochen noch oft an dieses Café zurückgedacht haben. Nach diesem Genuss wurde es langsam Zeit, dass wir unsere Körper mal wieder in Bewegung bringen und uns auf den Weg zum Meiji-Schrein machen. Der Weg dorthin führte uns noch einmal quer durch die lebendigen Gassen der Cat Street. Auf dem Weg liegt außerdem die Takeshita Street, welche uns öfter auf Instagram und Co. vorgeschlagen wurde. Leider hat die Gegend aber überhaupt nicht unseren Geschmack getroffen, weil alles auf eher günstige Urlaubsmitsbringsel ausgerichtet war. Uns war es außerdem ein wenig zu bunt, zu wuselig und generell irgendwie zu billig. Daher sind wir einfach nur schnell durchgelaufen und haben dabei gehofft, dass der Schrein nicht genauso eine Touristenattraktion ist. Nach einem kurzen Walk wird man bereits von dem gigantischen Torii-Gate empfangen. Die Eingangstore sind typisch für Shinto-Schreine und stellen den Übergang vom Alltäglichen zum Heiligen dar. Kaum nachdem man das Torii-Gate in den Yoyogi-Park betreten hat, fühlt man sich bereits vom Trubel der Stadt befreit. Klar, es sind immer noch viele Menschen gemeinsam mit uns auf diesem Weg zum Schrein und das sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Touristen. Aber die Wege hier sind ziemlich breit, sodass die Menschen sich gut verteilen konnten. Noch dazu sind die Pfade von einem weitläufigen, offenen Wald umgeben, sodass man glatt vergessen könnte, in einer der größten Metropolen der Welt zu sein. Auf dem Weg zum Schrein gibt es wieder viel zu sehen. Zum Beispiel waren dort Wände voller Sakefässer, welche aus dem ganzen Land gespendet wurden. Außerdem gibt es noch den inneren Garten oder das Meiji Jingu Museum, welche aber jeweils ein paar Euro Eintritt kosten. Wir möchten jedoch ausschließlich den Schrein besuchen, wofür grundsätzlich kein Eintritt verlangt wird. Bevor man den Schrein betritt, ist es hier üblich, sich die Hände und den Mund zu waschen. Im inneren Bereich des Tempels erwarten uns dann verschiedene Stationen, mit denen man seine persönlichen Wünsche und Ziele verfestigen kann.
Beispielsweise gibt es hier die EMA-Tafeln, mit denen du deine Gebete und Wünsche an die Geister übergeben kannst. Aber auch die göttlichen Bäume, welche zum Beispiel die gute Beziehung zwischen Ehefrau und Ehemann repräsentieren. Dieses Band zwischen Ehepaaren hat hier in diesem Tempel eine besondere Bedeutung, da hier tatsächlich auch heute noch Hochzeiten durchgeführt werden. Es gibt wirklich eine Menge zu entdecken. Wir hatten aber leider nicht genug Zeit, uns alles anzuschauen, da wir etwas spät in diesen Tag gestartet sind. Beim nächsten Mal würden wir daher auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, um auch den Park drumherum noch etwas erkunden zu können. Nach diesem eher kulturellen Vormittag haben wir uns auf den Weg zur Shibuya Sky Aussichtsplattform gemacht. Von dort aus hat man einen krassen Überblick auf den größten Ballungsraum der Welt. Mehr dazu erfahrt ihr aber in einem extra Video, in dem wir gemeinsam die 3 berühmtesten Aussichtsplattformen der Stadt besuchen. Falls ihr dies und vieles mehr nicht verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal. Nach so viel Aufregung wird es auf jeden Fall Zeit, endlich etwas zu fooden. Und daher nehme ich euch jetzt mit auf ein kulinarisches Abenteuer zu Ichiran Ramen. Was Ichiran Ramen wirklich besonders macht, sind ihre 5 Originals. Dazu gehört die geheime würzige rote Soße und die besonders aromatische, aber auch kräftige Tonkotsu-Brühe. Außerdem haben sie spezielle Ramen-Focus-Booths, was so kleine Kabinen darstellt, und jede Rahmenportion wird über ein kleines Formular nochmal auf den persönlichen Geschmack zugeschnitten. Außerdem wenden sie hier das Kaedama-Bestellsystem an, was so viel heißt, dass man im ganzen Prozess ziemlich wortlos miteinander kommuniziert. Am Automaten wählt man sein Essen und seine Getränke aus, bezahlt und erhält seine Kärtchen fürs Essen. Für die Ramen bekommt man dann noch diesen Auswahlbogen und eine dieser Kabinen zugewiesen, in dem man dann entspannt seinen Ramen verputzen kann. Ideal, wenn man alleine essen geht, ist man aber zu zweit, kann man das Trennstück zwischen den Plätzen auch umklappen. So kann man hier auch zu zweit das Essen genießen. Boah, das ist immer eine Qual hier mit der Kamera in diesen engen Räumen. Aber ich würde jetzt erstmal dieses Bier probieren. Und? Wie ist die Laune hier drin? Ich finde es sehr entspannt. Es ist richtig gut, dass man so für sich ist in seiner Kabine. Bisschen chillen. Ja. Es ist ein Restaurant mit meinem Geschmack. Was haben wir hier? Ja? Auch schon klassisch eigentlich. Typische Ramen-Nudeln. Ja. Chili-Pulver. Und hier natürlich ganz viele Zwiebeln. Ja. Ich würde sagen, ich sappel nicht mehr viel rum. Ich hau jetzt erstmal rein und danach erzähle ich euch, wie es war. Ich möchte jetzt nachbestellen, das hatte ich direkt mitbestellt. Dann habe ich hier so eine Metallbüchse bekommen. Und laut Beschreibung muss ich das jetzt hier in die Mitte stellen. Und auch hier ist es dann so eine Art Alarmzeichen. お客様失礼いたします。お預かりいたします。 Arigato. それでは少々お待ちくださいませ。失礼いたします。 Und dann wird neu bestellt. Und ich krieg die zweite Portion Nudeln dazu. こちらお待たせいたしました。それでは失礼いたします。 Boah, das war sehr, sehr lecker. Eine geile Erfahrung auch mal wieder, in so einem richtigen japanischen Laden zu sitzen. Ich meine, die anderen Läden sind immer schon etwas angewässert, wenn man das so sagen kann. Essen hat sehr gut geschmeckt. Klare Empfehlung, auch mal hierher zu kommen. Wir haben jetzt für das Essen 2.890 Yen bezahlt. Das sind nicht einmal 20 Euro. Deswegen, Preis-Leistung stimmt. Wenn euch das gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und für uns geht's weiter bis zur nächsten Station. Let's go! Und das war es auch schon mit dem ersten Teil dieser Serie. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Beim nächsten Mal wird es auch wieder spannend, also schaut gerne wieder rein. Ciao!